Wir haben festgestellt, dass wir in unseren Schulbüchern nur sehr wenig über die deutsche Kolonialgeschichte erfahren. Und auch im Schulunterricht lernen wir wenig bis nichts über Kolonialismus. Und das, obwohl Deutschland eine Kolonialvergangenheit hat, zahlreiche Kolonien besaß und verantwortlich ist für den Völkermord an den Herero und Nama. Deutsche Kolonialgeschichte zu unterrichten ist in der Schule weiterhin nur freiwillig. Das einzige Kapitel, das sich in unserem Geschichtsbuch darüber finden lässt, heißt Wahlmodul Völkermord an Herero und Nama. Spuren, die von der kolonialen Vergangenheit Deutschlands erzählen, lassen sich mit Blick auf den Stadtplan von Berlin zahlreiche finden. Gebäude wie das Reichskolonialamt in der Wilhelmstraße 62 sind immer noch vorhanden. Zahlreiche Straßennamen verweisen auf die koloniale Geschichte, ehren teilweise immer noch Kolonialverbrecher oder setzen rassistische und diskriminierende Strukturen fort, wie die sogenannte M-Straße. Auch Museen wie hier das Humboldt-Forum sind voll mit tausenden Objekten, zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent, die während der Kolonialzeit oder auch noch danach nach Deutschland gebracht wurden. Dies geschah teilweise unrechtmäßig oder sogar mit Gewalt. Die Vergangenheit ist so komplex und es gibt so viele Spuren vom deutschen Kolonialismus und wir in der Schule lernen so wenig drüber. Fragen jetzt eine Lehrerin, was sie selbst dazu sagt. Also zum einen finde ich, sind wir gerade in der Entwicklungsphase, wo es auf jeden Fall schon einige Berührungspunkte gibt. Es ist teilweise verankert im Rahmenlehrplan unter dem Thema Migration, Sklaverei, aber auch unter dem Thema Expansion und Kolonialismus. Die kritische Auseinandersetzung allerdings eher weniger in der Sek 1, sondern eher in der Sek 2. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wie zum Beispiel im Rahmen des Wahlpflichtfaches, Projekte dazu zu machen. Und da sehe ich eben die Möglichkeiten, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, ist eben abhängig von der Lehrkraft auch teilweise. Das sind schon sehr gute und wichtige Ansätze. Aber dennoch fragen wir uns, reicht es aus und sollen wir es akzeptieren, dass es von engagierten Lehrpersonen abhängig ist, ob wir etwas oder wie viel wir über die koloniale Geschichte Deutschlands lernen? Wir fragen eine Expertin, die sich mit Kolonialismus und Rassismus beschäftigt, was sie davon hält und vor allem, was sie empfiehlt. Also es wurde schon im vorherigen Interview gesagt, und zwar, dass die deutsche Kolonialgeschichte immer noch freiwillig im Schulunterricht unterrichtet wird. Da kommt die Frage auf, was sagst du als Expertin für Rassismus und Kolonialismus dazu und welche Empfehlungen hast du? Genau, tatsächlich ist die Herausforderung, die ich immer wieder wahrnehme, dass, wenn wir Rassismus in der Gegenwart verstehen wollen, dass wir uns mit Kolonialismus befassen müssen. Das heißt, um zu verstehen, wie Rassismus heute funktioniert, wie er wirkt, warum es Rassismus überhaupt gibt, ist es total wichtig, in die Vergangenheit zu gehen sozusagen und zu schauen, in welchem Zusammenhang rassistische Vorstellungen im Zusammenhang mit Kolonialismus relevant gewesen sind. Und woran glaubst du, liegt es, dass der Kolonialismus und die deutsche Kolonialgeschichte in der Schule so wenig thematisiert wird und auch in den Schulbüchern nicht umfassender aufgefasst wird? Ich glaube, das hat ehrlicherweise mehrere Gründe. Meine Erfahrung ist, dass das Thema Kolonialismus oftmals ein Thema ist, das so in die Vergangenheit verschoben wird. In der Vorstellung hat Kolonialismus mit uns heute vermeintlich gar nichts mehr zu tun, sondern das ist eine abgeschlossene, vermeintlich historische Periode, die ganz weit sozusagen zurückliegt. Der andere Teil davon ist, dass ich auch immer wieder wahrnehme, dass in Deutschland dieser Aspekt von Kolonialismus sowieso vielen Menschen nicht bewusst ist, weil es diese Vorstellung gibt, dass Deutschland kaum, gar nicht oder nur marginal beteiligt war am Kolonialismus. Dabei ist es so, dass Deutschland zeitweise das drittgrößte koloniale Territorium hatte. Und wie würdest du das Thema Kolonialismus und die deutsche Kolonialgeschichte in den Lehrplan und Schulbüchern mit einbringen? Zeitweise gab es die Überlegung, dass das ein Querschnittsthema sein soll. Das heißt also einerseits, dass wir Verbindungen zu anderen Themen herstellen können, zum Beispiel zwischen der NS-Zeit und dem Kolonialismus. Und das macht durchaus auch Sinn, weil es einfach auch personelle Überschneidungen gegeben hat, also Personen, die zum Beispiel schon in Namibia in einem Konzentrationslager waren, die dann auch in der NS-Zeit zum Beispiel in Anführungszeichen medizinische Forschung gemacht haben. Aber ich denke, es macht auch total Sinn, das fächerübergreifend zu machen, also zu überlegen, in welchen Fächern könnten wir es aufgreifen, abgesehen von Geschichte. Und dazu gehört natürlich zum Beispiel der Deutschunterricht, in dem wir uns Dokumente anschauen könnten, in dem wir Texte lesen könnten und auch analysieren könnten. Also was sind vielleicht auch koloniale Stilmittel, die uns bis in die Gegenwart sprachlich begleiten beispielsweise. Aus meiner Wahrnehmung geht es nicht unbedingt nur darum zu sagen, wir müssen Kolonialismus mehr aufgreifen in der Schule oder wir müssen das verpflichtend gestalten, sondern ich glaube, ein Punkt, der total wichtig ist,
immer wieder auch darauf zu schauen, welche Qualifikation haben eigentlich Lehrkräfte, dieses Thema aufzugreifen. Weil es ist die eine Sache zu sagen, wir beschäftigen uns mit Kolonialismus, aber ich glaube, die Sache, die eben auch sehr wichtig ist, im Blick zu behalten ist, dass wir das aus einer rassismuskritischen Perspektive machen. Und dass es zur Pflicht gemacht wird, dieses Thema zu behandeln. Genau, und genauso sollte es demnach auch Pflicht werden, rassismuskritisch zu unterrichten, dass wir rassismuskritisch lernen, denn Rassismus und Kolonialismus gehen Hand in Hand.